Ja, herzlich willkommen bei Cargold, liebe Freunde, bei unserem neuen YouTube-Videodreh hier über einen Porsche 911 der Null-Serie. Ist einer der ersten 911er, die überhaupt gebaut wurden, im Baujahr 1965 im Mai. Das Schöne ist, der Wagen ist entdeckt worden in Kalifornien, der ist ja seinerzeit ausgeliefert worden. Wir haben die Datenkarte, also das Auto ist völlig dokumentiert, wir haben die Original-Datenkarte, wir können euch sagen, der Wagen ist Matching Numbers. Und ich zeige euch jetzt mal als erstes so ein Foto, was wir mitbekommen haben, was ich total toll finde hier. Schaut euch das mal an. Grün ist ja relativ selten und ist eigentlich, finde ich, für das Auto die schönste Farbe. Schaut mal hier, so ist der entdeckt worden mit dem frühen 911-Zeichen hinten und völlig original der Wagen. Man kann belegen, wo er sich immer aufgehalten hat in Amerika. Wir haben sämtliche Eigentumsverhältnisse und dann ist der Wagen hier nach Deutschland gekommen und ist ganz akribisch en Detail super restauriert worden. Und das kann man sehen, haben wir auch alles belegt. Also er ist jetzt, nachdem die Maschine gemacht wurde, mal auf den Prüfstand gekommen. Er hat 142 PS, Motor ist überholt worden, er läuft mit Weber-Vergasern, hat Matching Numbers und an dem Auto ist wirklich alles Matching. Und ich möchte euch mal zeigen, weil das ist für mich auch einfach toll, wenn jemand so ein Auto so gut dokumentiert, dass man einfach nur durchblättern muss und man kann das dann zeigen. Das haben wir nämlich relativ selten bei einem alten Auto. Schaut mal bitte hier, da sieht man die dokumentierte FIN, also Fahrgestellnummer am Armaturenbrett. Man sieht hier vorne hier auch die FIN-Nummer hier vorne in den Türen, also sämtliche Details an diesem Auto, Getriebematching, Motormatching, alles super fotodokumentiert. Das sind übrigens die Solex-Vergaser, die hat er auch noch dabei. Im Moment läuft er auf Webern sehr, sehr gut. Und das war dann praktisch, nachdem er restauriert war. Also ein ganz toll dokumentiertes Auto. Hier vielleicht mal kurz ein kleiner Blick auf die Achsen, wie das innen aussieht. Man sieht, das ist alles neuwertig. Also man muss ja immer aufpassen, dass man bei so einem Auto neuwertig sagt, weil da sind ja auch immer noch alte Teile verbaut und da kann trotzdem mal was kaputt gehen. Aber also vom Restaurierungsstand und von der Originalität, wie authentisch der Wagen ist, ob das die richtige Farbe, das richtige Interieur aus diesem Pepita-Muster mit schwarzem Leder, das hat der Wagen wirklich alles. Also ich habe mir das eben durchgelesen und dachte, das ist ja wirklich fantastisch. Und wir wären jetzt zu gerne mit euch auf die Straße gegangen, aber wir haben heute ein Traumwetter hier in Beuerberg, wie ihr sehen könnt. Aber es ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und die Straße bleibt nass. Da können wir nichts machen und ich möchte einfach bei so einem tollen Auto, auch wenn das klasse wäre, den jetzt beim Fahren zu sehen, aber das können wir einfach nicht machen. Ich fahre hier ein bisschen mal ums Haus, dass er unten nach wie vor tipptopp bleibt, aber das möchte ich einfach nicht machen. Ja, hier haben wir noch übrigens eine Dokumentation von den Arbeiten. Das ist genauso toll fotodokumentiert worden. Das wäre jetzt bei uns abrufbar, also ob das Interieur ist hier, hoppla, Armaturenbrett, Türverkleidung, es ist alles so gemacht worden, wie auf den Originalbildern zu sehen ist. Hier kann man sehen, wie die Karosse, wie der Originallack abgeschliffen wurde. Das Auto war grün, er hat exakt diese Farbe. Hier so sehen die Sitze innen aus, das kann euch Paul auch mal hier im Original zeigen. Also wir haben die Originalbilder und man sieht, da hat sich einer auch den Originalchrom, der ist da immer noch verbaut, der ist aber super neu verchromt worden. Das kann man hier sehen. Also schaut euch mal die Güte hier an, die ist ja fantastisch. Also da fragt man sich, ob das neu besser war. Ich glaube das nicht. Guck mal hier, wie toll das alles gemacht ist. Und man sieht auch übrigens, also bei den ersten 911ern, die hatten ja noch ein Holzarmaturenbrett. Schaut euch das mal an. Wir haben auch die Besitzer hier dokumentiert, die will ich euch mal ganz kurz zeigen. Also auch da, jetzt sag nicht, dass ich den Zettel nicht dabei habe, du. Oh Gott, du. Also musst du leider mal kurz schneiden. Das ist jetzt eine einzige Katastrophe. Ach, hier ist der Zettel, jetzt habe ich es. So, hoppla. Also einmal hier ist alles erklärt, was gemacht wurde, Matching Numbers. Und hier kann man sehen, seit Mai 65, wem das Auto gehört hat. Das sind 4 Besitzer. Man kann sich die Meilen, das ist alles dokumentiert und er hat jetzt original 80.000 Kilometer. Kilometerstand bei Auslieferung im Juli 2008 und seit der Restaurierung ist er gelaufen 400 Kilometer. Also der ist gerade mal knapp eingefahren worden. Also ein absolutes Superauto. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie so ein Wagen original aussah. Es gab früher noch beim 911er, später ja gar nicht mehr, ein Holzarmaturenbrett. Schaut euch das mal an. Das ist der Serie 0, wie gesagt, einer der ersten überhaupt. Dann hat er hier noch einen niedlichen Aschenbecher, hat das Original Blaupunktradio hier vorne. Hier vorne steht 911 drauf. Bis 65 ist ja der Porsche 356 gebaut worden als Vierzylinder. Er hier hat 6 Zylinder, leistet 130 PS, wie gesagt, der ein bisschen mehr, weil die Maschine super gemacht ist, hat er so circa gemessene 142, 2 Liter und 6 Zylinder. Ist damit 210 Stundenkilometer gelaufen, das war 1965 für einen 911er Porsche
richtig flott. Und da das hier die Nullserie ist, ist der Wagen sehr, sehr gesucht. Also wir haben ein Porsche-Zertifikat zu dem Auto, was bestätigt, dass hier alles Matching ist. Und dann haben wir noch ein Wertgutachten, da steht drin Zustand 1-, Wert 320.000. Ich meine, das ist, ich sag mal, üppig angesetzt. Die werden wir sicherlich weder aufrufen noch bekommen. Aber es steht eine knappe 2 davor, oder ein bisschen mehr ist eine knappe 2, aber auch keine harte 2, wie auch immer man das nennt. Das wird hier besprochen am Ende. Also wenn jemand eine Nullserie haben möchte und dann auch diese schöne Farbe absolut klasse findet, kommt er an dem Auto hier gar nicht vorbei. Also ich finde das die schönste Farbe für 911, dieses tolle Grün. Und dann noch in diesem authentischen Zustand und dann noch so gut restauriert worden, auf einer ganz interessanten Originalsubstanz. Das hatte der und das alles fotodokumentiert. Also besser kann es beim Oldtimer eigentlich nicht sein. Und glücklicherweise hat der Besitzer, der das gemacht hat, alles ganz fein, säuberlich, penibel dokumentiert. Man kann es nachvollziehen und man heftet das ab und sagt, wunderbar, so muss so ein Auto sein. Echt gut. Ja, so, wollen wir jetzt mal hier Gas geben, mal um die Ecke fahren ein bisschen. Ich muss noch gucken, ich kriege hier diesen Sitz. Jetzt geht er nach hinten. Alles klar. Ja, hier ist der Motorraum, schaut euch mal an. Klassischer Heckmotor, bitte sehr. Der klassische Boxer, das ist ja ein völlig neues Konzept gewesen bei Porsche seinerzeit. Der 911er ist ja weltberühmt. Gebt mal kurz ein bisschen Gas. Und so hat das mal angefangen. Das ist einer der ersten überhaupt. Ja, wir haben also wie gesagt eine voll dokumentierte, fotodokumentierte, mit Rechnung belegte Restauration bei einem deutschen Porsche-Spezialisten, der sich um den Wagen gekümmert hat. Und was ich immer sehr schön finde, wenn man Originalbilder hat, wenn man ganz genau weiß, wie das Auto vorher ausgesehen hat, man sieht, da war die Farbe, man sieht, dass die ganzen Teile, die ganzen Nummern auf den Teilen auch stimmen, auf den Teilen. Und das ist hier wirklich eine Rarität bei dem Auto. Und er ist sehr, sehr schön gemacht. Also er scheint nicht durchgerostet gewesen zu sein. Schaut mal hier, wie die Türen sitzen, das Spaltmaß, das ist alles so damals wie bei Werksproduktion. Man hat ihn super lackiert, der hat tolle Flächen, er hat einen neuwertigen Chrom, Motor läuft gut, der ist wie gesagt gemacht. Ja, so ein Auto ist selten, ist Porsche dokumentiert, wir haben das Porsche-Zertifikat. Ich will euch das gerne mal zeigen, das ist hier nämlich auch abgeheftet. Also einmal haben wir hier ein Datenblatt, Datenkarte von Porsche, schaut euch das mal an. Auch hier schön dokumentiert. Wenn ich das jetzt umklappe, haben wir hier wie gesagt alle Besitzer mit den dazugehörigen Kilometer- bzw. Meilenständen. Dann haben wir hier amerikanischen Titel und dann haben wir als nächstes Porsche Zertifikat exakt für das Auto 2 Liter Nullserie. Wie gesagt, einer der ersten, Mai 1965, könnt ihr hier oben sehen. Und dann noch die Classic Data Fahrzeugbewertung, Gesamtzustand 1-, Wiederbeschaffungswert 320.000. Wie gesagt, da muss eine 2 davor stehen, das ist klar. Aber keine so dolle 2, also das geht wirklich. Und da das eine Nullserie ist, ist der ja wirklich ganz, ganz selten. Gerade auch in diesem schönen Zustand, gerade auch in dieser tollen Farbe. Das ist ein Auto, was ich euch wirklich empfehlen kann. Einmal habt ihr Spaß damit, ihr könnt sagen, ich habe einen der ersten gebauten 911er. Hat tolle Details, also auch hier
die Gitter, da achten ja Porsche-Freaks drauf, dass das hier alles authentisch und original ist. Ich kann euch sagen, das ist es. Weil man hatte das, als man ihn gekauft hat in Amerika, das war alles da dran und man hat das dann genau so gemacht, wie es sich gehört. Übrigens hier mit Chromfängerchen noch. Also ist ja später alles geändert worden, da gab es dann Gummi und sowas. Das ist alles noch richtig schön hier. Mitte 60er Jahre, war aber für Mitte der 60er Jahre ein Riesenwurf. Und 911er gibt es ja bis heute. Also könnt ihr mal sehen, dass die Jungs, die sich damals das Konzept überlegt haben, das hier Blende, das ist echt vermont, die sich das also wirklich überlegt haben, die haben eine riesen Idee gehabt, die 60, 70 Jahre hält und wahrscheinlich noch sehr viel länger. Ja, das ist unser 911er der Serie 0, einer der erstgebauten 911er überhaupt der Zeitgeschichte. So ging das los 1965. Wirklich ein wunderschönes Auto, finde ich. Macht auch richtig Spaß damit zu fahren. Ich hätte heute gerne ein bisschen mehr bewegt, aber geht leider nicht. Toll gemachter Wagen, alles Matching hier bei uns in Beuerberg ab sofort. Freue mich, wenn ihr euch besucht. Der Wagen lohnt sich wirklich.